Als unsere Kinder klein waren, liebten sie Geschichten. Wenn wir sie ins Bett gebracht haben, wollten sie eine Geschichte hören. Noch bevor sie lesen konnten, saßen sie gerne da und haben Bücher durchgeblättert. Worin liegt das? Dass für Kinder Geschichten so faszinierend sind. Ich glaube, es liegt daran, dass Geschichten bestimmte Wahrheiten auf den Punkt bringen, auf eine Art und Weise, wie sie für Kinder nachvollziehbar und annehmbar sind, ohne eine perfekte Erklärung abzugeben. Ein Buch, das das besonders gut macht, ist das Buch Drachen gibt's doch gar nicht. Das ist das Buch eines kleinen Jungen, Felix Fischl, der eines Morgens aufwacht und siehe da, in seinem Zimmer ist ein kleiner Drachen. Nur so groß wie eine Katze, aber immerhin ein Drachen. Er geht nach unten und erzählt seiner Mutter, dass da ein Drachen im Haus ist. Aber die Mutter sagt einfach, so ein Quatsch, Drachen gibt's doch gar nicht. Und Felix glaubt das und fängt ab diesem Zeitpunkt an, den Drachen zu ignorieren. Und siehe da, der Drachen wächst. Und er wird größer, aber die Mutter besteht darauf, dass es Drachen ja gar nicht gibt. Dennoch wird der Drachen immer größer und irgendwann füllt er das ganze Haus aus. Und es wird sehr schwierig für die Mutter, überhaupt noch irgendwas Vernünftiges zu tun in dem Haus. Aber da sie nicht daran glaubt, dass es einen Drachen geben kann, geht sie nicht damit um. Der Drachen füllt inzwischen das ganze Haus aus. Und eines Tages steht der Drachen auf und will davonlaufen. Und nimmt das ganze Haus mit Mutter und Sohn wie ein Schneckenhaus auf seinem Rücken mit. Der Fischl kommt nach Hause und er stellt fest, sein Haus ist weg. Und seine Frau ist weg. Und sein Kind ist weg. Wir haben uns auseinandergelebt. Das ist häufig eine Erklärung von Ehepaaren, die sich scheiden lassen. Das hört sich auf den ersten Blick gut an. Aber aus 20 Jahren Ehe weiß ich, wie sich zwischen Miriam und mir manchmal Zorn und Groll aufgebaut haben, wenn wir mit den kleinen Drachen in unserem Leben nicht umgegangen sind und wie diese sehr groß werden konnten. Und Herr Fischl entscheidet sich, loszurennen und den Drachen zu suchen und sein Haus zu suchen, um zu sehen, was wirklich los ist. Und er findet ihn an einer Ecke und er klettert über den Hals ins Haus zu seiner Frau und zu Felix. Und er fragt sich, wie konnte es so weit kommen? Und Felix sagt, es gab einen Drachen hier. Und die Mutter sagt, aber Drachen gibt. Und da unterbricht Felix die Mutter und sagt, doch, Drachen gibt es. Und gemeinsam schauen sie sich den Drachen an und fangen an, den Drachen zu streicheln. Und siehe da, der Drachen wird immer kleiner. Gegen Drachen dieser Größe habe ich gar nichts, sagte Felix' Mutter. Warum muss der bloß so groß werden? Ich weiß es ja auch nicht, sagte Felix, aber ich glaube, er wollte einfach nur, dass man ihn bemerkt und ihn lieb hat. Gibt es einen Drachen in deinem Haus? Gibt es einen Drachen an deinem Arbeitsplatz? Gibt es einen Drachen in deiner Gemeinde? Oder in deiner Kleingruppe? Gibt es einen Drachen zwischen dir und deinem Partner? Falls ja, dann geh doch mal diese Woche auf ihn zu. Schau ihn dir genau an. Versuch ihn zu streicheln. Und versuch mal zu sehen, ob er dann nicht vielleicht kleiner wird.
und dein Leben wieder überschaubarer und machbarer wird. Hab einen guten Start in die Woche.